Hallo, mein Name ist Jessica Lese. Willkommen zur Fragerunde mit Dr. Stefan Feuerstein, Präsident und Director der AMP German Cannabis Group und Geschäftsführer der AMP Alternative Medical Products GmbH. In den vergangenen Wochen haben wir viele Fragen von Investoren zu der Geschäftsaktivität von AMP erhalten und wir möchten Ihnen an dieser Stelle für Ihr großes Interesse danken. Leider war es nicht möglich, alle Ihre Fragen zu berücksichtigen, aber wir hoffen, dass Sie mit unserer Auswahl zufrieden sein werden. Herr Dr. Feuerstein, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Beginnen wir mit unserer ersten Frage. Können Sie uns den Grund für die Verzögerung der ersten Importe aus den Niederlanden nennen? Und wann werden diese Probleme gelöst, sodass Sie Ihre Lieferung bekommen können? Ja, besten Dank für die Frage, Jessica. Das OMC, also das niederländische Medical Cannabis Büro, musste offenbar Testreihen durchführen, weil die Produkte, so vermuten wir, bestimmte Werte im THC, CBD-Bereich nicht erfüllen oder die mikrobiologischen Grenzwerte nicht in Ordnung sind. Können wir aber nur spekulieren. Und das war wohl der Grund dafür, dass es diesen Lieferstopp gab, der im Übrigen nicht nur AMP, sondern alle deutschen Importeure betrifft. Wir gehen aber davon aus, dass im August, September 2020 dieses Problem behoben sein wird und wir dann auch als neuer zusätzlicher Importeur für Bedrocan-Produkte gelistet und berücksichtigt werden können. Ist denn durch diese Lieferverzögerung Ihr Vertrag mit CC Pharma in Gefahr? Nein, überhaupt nicht. Da wir ja ohnehin nur voraussichtlich 5 Kilogramm pro Monat von Bedrocan bekommen, auf der anderen Seite aber mit CC Pharma einen Liefervertrag über 100 Kilogramm im Monat haben, stellt das kein Problem dar und gefährdet diesen Vertrag. Mit wie vielen weiteren Produzenten aus wie vielen Ländern sind Sie derzeit im Gespräch und wann starten die ersten Importe? Also wir sind insgesamt mit 7 möglichen Lieferanten, sprich Produzenten, im Gespräch. Davon sind 3 aus Kanada, 2 davon sind bereits GMP-zertifiziert, der dritte wird kurzfristig mit unserer Hilfe GMP-zertifiziert. Daneben haben wir Absichtserklärungen abgeschlossen mit Lieferanten aus Australien, aus Neuseeland, aus Griechenland und aus Portugal. Und wir haben auch Kontakte zu möglichen Lieferanten aus Kolumbien und Jamaika, das ist aber eher eine mittelfristige Perspektive. Ganz konkret werden wir in etwa 10 Tagen spätestens das erste definitive Supply Agreement, den ersten verbindlichen Liefervertrag mit einem kanadischen Lieferanten abschließen und auf Grundlage dieses Vertrages im 3. Quartal dieses Jahres erste Produkte aus Kanada importieren. Das heißt, wir werden im 3. Quartal dieses Jahres einen wesentlichen Milestone, einen wesentlichen Meilenstein, nämlich den Start unserer Importe von medizinischen Cannabisprodukten aus Kanada beginnen. Wo Sie gerade von den kanadischen Produzenten sprechen, warum dauert es so lange, Verträge mit kanadischen Produzenten abzuschließen und welche Möglichkeiten zur Beschleunigung haben Sie dabei? Ja, es ist ja so, dass es zwischen Kanada und der Bundesrepublik Deutschland kein gegenseitiges Anerkennungsabkommen, was GMP-Standards betrifft, gibt. Also es gibt kein Mutual Recognition Agreement, wie zum Beispiel zwischen Deutschland und Australien. Deswegen muss jeder einzelne Lieferant, mit dem wir zusammenarbeiten wollen, von dem wir Produkte kaufen wollen, GMP-zertifiziert werden. Dazu muss eine Inspektion stattfinden durch unsere Behörde, das ist das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz. Das ist natürlich in Corona-Zeiten im Moment schwer möglich. Außerdem muss vor dieser Inspizierung durch uns ein Audit stattfinden, ein Audit zur Qualifizierung dieses Lieferanten. Auch das ist zu Corona-Zeiten schwer möglich. Wenn diese beiden Schritte erledigt sind, dann müssen die einzelnen Produkte validiert werden. Das heißt also, es muss nachgewiesen werden, dass es lange Zeitreihen gibt für Stabilitätsdaten, THC-Gehalt, CBD-Gehalt, Mikrobiologie, bevor wir dafür das einzelne Produkt dann eine Einfuhrerlaubnis beantragen können, erhalten können. Um das alles zu beschleunigen, sind wir zum einen mit dem Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz im Gespräch, was sogenannte Remote Online Audits betrifft. Das wird voraussichtlich möglich sein, die Behörde prüft das gerade. Wir haben zweitens Kontakt zu einer Auditierungsfirma in Kanada, die für uns die Audits in Zusammenarbeit mit unserem Qualified Person, durchführen kann, sodass wir eben auch für diese Audits nicht persönlich anwesend
sein müssen in Kanada. Ansonsten steht unsere Dienstleisterkette, wenn Sie so wollen. Also wir haben einen zertifizierten Lageristen hier, mit dem wir zusammenarbeiten. Wir haben ein Labor, mit dem wir die Reanalyse nach Import der Produkte, also zur Kontrolle der Daten durchführen, ein zertifiziertes Labor in Deutschland. Und wir haben auch die Möglichkeit, Produkte zertifiziert in Deutschland verpacken zu lassen. Von welchen Mengen an Produkten reden wir dabei? Also bekanntermaßen hat ja AMP bereits mit einem sehr starken Pharmagroßhändler einen langjährigen Liefervertrag. Mit einem zweiten ebenfalls sehr starken Großhändler für Pharmaprodukte verhandeln wir gegenwärtig einen weiteren, auch langjährigen Liefervertrag. Darüber hinaus sind wir in Verhandlungen mit 3 bis 4 mittelständischen Pharmagroßhändlern. Wir werden im September eine anfängliche Lieferung in den Markt bringen und ab Anfang 2021 mit großvolumigen Liefermengen für den deutschen Markt beginnen. Beim Import solcher Mengen, wie hoch sind die Einfuhrzölle, die anfallen? Da es ein gegenseitiges Handelsabkommen gibt zwischen Kanada und Deutschland, gibt es auf medizinische Produkte, die von Kanada nach Deutschland geliefert werden, keine Einfuhrzölle. Wenn das so ist, welche Produkte wollen Sie jetzt und in Zukunft importieren? Zunächst importieren wir Cannabisblüten für medizinische Zwecke, einfach weil der Markt das im Moment fordert, vor allen Dingen solche mit einem hohen und mittleren THC-Gehalt. Mittelfristig, 1 bis 2 Jahre schätze ich mal, werden wir sicherlich auch Extrakte in unser Sortiment aufnehmen. Warum? In Deutschland vor allem die Krankenkassen wollen von einem Kostenersatz für Cannabisblüten perspektivisch wohl wegkommen und bevorzugen eben den Einsatz von Extrakten für medizinische Zwecke, also Cannabisextrakten für medizinische Zwecke. Wenn die Ware dann einmal importiert ist, wie sieht die Vertriebsstrategie in Deutschland aus? Ja, zunächst, wie gesagt, werden wir an Großhändler liefern. Wir haben uns vorgenommen, ein eigenes kleines Vertriebsteam aufzubauen und wir werden im ersten Quartal 2021 Informationsveranstaltungen durchführen mit Ärzten, mit Apothekern. Das werden wir entweder alleine machen oder mit Partnerfirmen, das ist noch nicht entschieden. Und wir werden auch im nächsten Jahr mit dem Aufbau einer Marke beginnen. Wir werden das in diesem Jahr vorbereiten, versuchen dann aber im nächsten Jahr eine eigene AMP-Cannabis-Marke im Markt einzuführen. Sie hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Könnten Sie noch mal erläutern, wie man sich allgemein die Lieferkette vorstellen kann? Ja, sehr gerne. Wie wir bereits erläutert haben, müssen zunächst alle Lieferanten, die uns in Deutschland beliefern wollen, GMP-zertifiziert sein. Danach, wenn die Vertragsverhandlungen dazu abgeschlossen sind, wird das Produkt in einem streng kontrollierten Transport mit Temperaturkontrolle etc. nach Deutschland eingeführt und hier dann von einem Labor, einem zertifizierten Labor, mit dem wir ebenfalls vertraglich gebunden sind, geprüft. Das heißt, es wird eine sogenannte Reanalyse durchgeführt, innerhalb der überprüft wird, ob alle Stabilitätsdaten, die der Lieferant angegeben hat, auch weiterhin eingehalten werden. Daneben kann es sein, dass Produkte hier in Deutschland verpackt werden. Auch dazu haben wir Partner, genauso wie die zertifizierten Lagerstätten. Das heißt, alle Dienstleistungspartner von AMP, mit denen wir vertraglich gebunden sind, sind von uns auditiert und unterliegen unserem strengen GMP-Zertifikat. Sie sprachen gerade vom Import nach Deutschland. Gibt es denn Pläne, zukünftig medizinische Cannabis-Erzeugnisse auch in andere Länder zu importieren? Ja, wie gesagt, also zunächst wollen wir versuchen, unsere Produkte, unsere Erzeugnisse im deutschen Markt zu etablieren. Mittelfristig, ab 2022, werden wir auch unsere Produkte in anderen Ländern der Europäischen Union platzieren. Planen Sie in den kommenden Monaten eine weitere Finanzierungsrunde, um das Wachstum voranzutreiben? Ja, also wir werden, um das Wachstum zu beschleunigen, in den kommenden Monaten eine weitere Finanzierungsrunde mit einem Mindestkurs von 0,5 Kann-Dollar in den Markt bringen. Diese Mittel sollen vorrangig für den Ausbau
unseres Vertriebsnetzes für den Aufbau einer Marke und für sonstige Marketingmaßnahmen genutzt werden. Wir werden auch Umlaufmittelbedarf haben, zusätzlichen Umlaufmittelbedarf in der Zukunft. Hierzu prüfen wir gegenwärtig auch staatliche Finanzierungshilfen, zum Beispiel Export, Import, Förderprogramme. Gibt es Überlegungen, zukünftig auch eine Dividende auszuschütten? Ja, wir gehen davon aus, dass wir ab dem Geschäftsjahr 2022 regelmäßig eine Dividende an unsere Aktionäre werden ausschütten können. Gut, Herr Dr. Feuerstein, dann habe ich keine weiteren Fragen für Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, danke Ihnen.